Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Mein neuer Lieblingssatz, ne? Den sage ich, in letzter Zeit sage ich den tatsächlich öfter. Heute mal ein Thema, das ab und zu in den Kommentaren auftaucht. Hula Hoop bei Lipödem. Ich selbst bin nicht betroffen, kenne aber Menschen in meinem Umfeld, die damit leben und habe mich deshalb so ein bisschen schlau gemacht. Ich bin aber keine Expertin, Leute, oder ich bin auch keine Ärztin. Und wenn ihr betroffen seid, holt euch ärztlichen Rat. Ich möchte euch nicht belehren, dennoch will ich das Thema so ein bisschen aufgreifen, denn einige fühlen sich doch unsicher und wissen auch nicht, ist das sinnvoll oder eher nicht. Lipödem hat nichts mit einer normalen Gewichtszunahme zu tun und lässt sich leider auch nicht mit ein bisschen mehr Ernährung oder Sport regeln. Ich habe schon öfter gehört, ja, mach mal eine Diät, ne? Nein, es ist eine chronische Fettverteilungsstörung, vor allem an Armen und Beinen. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das Fett sammelt sich krankhaft an und auch nicht symmetrisch. Also Betroffene können vielleicht hier ein bisschen mehr haben, ne? Oder vielleicht an den Beinen. Und so wie ich mitbekomme, geht es nicht nur um blaue Flecken, sondern eben um Völlegefühl, Schwellungen, Druckempfinden, aber auch Schmerzen. Besonders bei alltäglichen Dingen wie eine zu enge Jeans, die dann doch mehr Druck auslöst. Ich kann schon verstehen, dass man sich da die Frage stellt, kann ich überhaupt Hula Hoop machen? Ist das sinnvoll? Denn ein Reifen löst ja immerhin Druck auf das Gewebe aus. Und ich habe auch schon gehört, dass besonders wenn die Beine betroffen sind, dass ja, der Hüftbereich oder die Hüften tatsächlich etwas empfindlicher sein sollen. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Es ist so sensibel, das Thema. Ich kenne eine Frau, ne, die hat Lipödem und am Anfang wusste ich das nicht. Ich war so schockiert, dass sie so viele blaue Flecken hat und habe sie dann direkt darauf angesprochen. Also ich stoße mich ja mal, ne? Ich habe mal da oder hier einen blauen Fleck. Aber das ist ein großer Unterschied gewesen. Das war wirklich, hätte auch was anderes sein können, ne? Ich habe herausgefunden, dass die Frage sich leider nicht so einfach beantworten lässt. Also es gibt kein klares Ja oder Nein. Man sollte sich bei Lipödem gelenkschonend bewegen oder auch sanft und das bietet euch ein Hula-Hoop-Reifen. Es ist gelenkschonend. Es regt die Lymphe an, es kann zu weniger Schwellungen und Stauungen führen. Das ist gut, sehr gut. Aber hier zum Beispiel ein Smart Hula Hoop, der um die Taille gelegt wird, der löst ja dann vielleicht auch mehr Druck aus, ne? Der massiert das Gewebe mehr oder auch gerade Modelle mit Noppen oder schwere Modelle, ne? Also nicht jeder Reifen ist vielleicht die beste Wahl und vor allem, wenn ihr merkt, dass ihr bei leichtem Druck starke Schmerzen habt, zu schnell blaue Flecken bekommt oder auch nach dem Training ein schlimmes Spannungsgefühl habt, kann das einfach zu viel Stress für das Gewebe sein und dann sollte man sich fragen, macht es Sinn oder ist das sinnvoll, mit Hula Hoop weiter zu trainieren? Wenn ihr eine klare Antwort haben möchtet, dann ja unter bestimmten Bedingungen und nein, wenn euer Körper nicht bereit ist, ne? Und es gibt ja auch mehrere Stadien, ne? Es kommt, glaube ich, auch auf das Stadium an und vielleicht sollte man es mit einem leichten Modell probieren, nicht unbedingt mit Smart Hula Hoop. Meine Fortschritte sind nicht deine Fortschritte, also geht da so ein bisschen ohne Erwartung ran und vor allem seid vorsichtig. Na, probiert es aus, ja, seid vorsichtig, holt euch unbedingt auch nochmal medizinischen Rat ein, ne? Vielleicht geht es bei euch, vielleicht auch gar nicht. Versteht mich nicht falsch, wir haben alle Symptome und das ist auch völlig normal, einen blauen Fleck zu haben oder einen Druckempfinden, Schmerzen und ja, am Anfang sowieso. Ich weiß leider nicht, was ich euch sagen soll, ich möchte euch auch keine Tricks verkaufen, ne? Ja, kann gut gehen, vielleicht nicht unbedingt hier das Modell, aber ja, tastet euch langsam heran, seid vorsichtig und wer weiß, ne, es gibt einige Frauen, die trotzdem Hula Hoop machen und keine Probleme haben. Ich denke aber, dass die Realität manchmal doch ein bisschen anders aussieht und das sollte man nicht kleinreden. Wenn es von euch jemanden gibt, der Lipödem hat und regelmäßig mit Hula Hoop trainiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich denke, dass eure Erfahrungen weiterhelfen, mehr helfen als jedes Video, bin ich der Meinung und darüber würde ich mich sehr freuen. Es ist schwierig, über ein Thema zu sprechen, wenn man nicht selbst betroffen ist, denn ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht genau, ja, wie es so läuft, ne? Das habe ich eben nicht. Ich habe die Erfahrung nicht. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch heute so ein bisschen die Unsicherheit nehmen konnte. Und das war's. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und munter. Wuhu, ciao, Kakao. Tschüssi, Kowski. Bis bald. Just put it past you. You do what you